Ja, liebe Videofreunde, schönen guten Morgen. Wir sind wieder mal unterwegs in Richtung Lüneburg. Wir wollen nach Amlinghausen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitkommen. So, wir kommen jetzt am Lauenburger Stellplatz vorbei an der Marina. Es ist noch relativ leer, also hier sind noch ein paar freie Plätze. Meine Frau sagt, hier gibt es auch immer leckeren selbstgebackenen Kuchen. Und dann fahren wir jetzt mal über den Elbe-Lübeck-Kanal und dann über die Elbbrücke. Rechter Hand haben wir dann die Lauenburger Altstadt. So. Das ist dann der Elbe-Lübeck-Kanal und die Einfahrt von der Elbe hier. Hm? Mit der Werft. Ja, mit der Werft. So, und jetzt kommen wir dann über der Elbe. Auf der anderen Seite von der Elbe ist der Stellplatz von Hohnsdorf. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Der sieht auch relativ frei heute aus. Ja, ist ja noch früh am Morgen. Heute Abend wird es sicherlich anders aussehen. Und jetzt mal so ein Blick auf die Altstadt von elbseitig raus. Ja, die ersten Wassersportler sind auch schon unterwegs. Hm? Ja. Weiße Flotte auch. Angekommen im Kreis Lüneburg und wollen jetzt dann mal so ein bisschen hier die Gegend erkunden. Wie man sieht man hier nur Wald. Also ist schön im Grün hier alles gelegen. Irgendwie ist das mit Schöpfwerk irgendwie verbunden da. Mit Schiff Wasser. Ja. Und das Wasser ist schön klar hier in der Lobau, ne? Nee, bleibt man hier auf der Straße, auf dem Gehweg horchen. Ja, und hier kann man dann wohl schön Wasser treten gehen. Machen wir hier. So. So, Pauchen kannst baden. Das war mal ein Schöpfwerk. Ich vermute mal, dass man da diese Wassertretanlage mit bedient hat. Aber jetzt läuft das einfach oben rein und unten wieder raus. Naja. Also ist echt alles schön grün hier, ne?
So, das sind jetzt vom Stellplatz etwa 500 Meter, nee, noch nicht mal, aber 300 Meter. Und der erste Biergarten ist gefunden. Ja, wollen wir jetzt hier durchgehen oder wollen wir weiter hochgehen? Gehen wir mal ein Stück lang gehen. Ja, gehen wir mal ein Stück lang. Vor allen Dingen ist hier Schatten. Wird wieder heute 30 Grad werden. Ja, Amlinghausen hat 2 Campingplätze und 3 Wohnmobilstellplätze. Einen Campingplatz haben wir hier auf der linken Seite. So, mal gucken, was hier Leckeres zu essen gibt. Auf alle Fälle gibt es schon mal Lüneburger Pilsner. Halt mal drauf, könnt ihr euch den angucken. Siehst du, hier ist auch noch ein Schild, Campingplatz Lobautal, Mittagsruhe von 13 bis 15, Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr. Ja, während der Zeiten keiner rauf, ne? Ja, mal gucken, was da ist, da steht hier irgendwo ein Schild, ne? Ja, wir sind auf dem Wohnmobilstellplatz am Wald, wie heißt das? Waldbad, ne? Waldbad. Ja, der ist eigentlich relativ ruhig. Gut, man hört ein bisschen was vom Waldbad selber, aber damit kann man ja leben. Nachts ist auf alle Fälle ruhig. Ja, man steht da zwar auf Pflasterstein, ja Pflasterstein. Gibt eine Ver- und eine Entsorgung. Strom ist pauschal mit drin. Und die Ver- und Entsorgung ist auch kostenlos oder pauschal mit drin. Wenn man bezahlt für den Platz pro Nacht 8 €. Da kommt dann abends ein netter Mann mit einem Moped und kassiert dann ab. So, was ist denn? Ja, wer denn nach Amlinghausen selbst ins Dorf will, oder Kleinstadt ist es ja, der muss dann vom Stellplatz so etwa 2 Kilometer gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Wobei hier Fahrradfahren sowieso angesagt ist. Also hier gibt es ja einige Radwege, die hier in die Lüneburger Heide führen, die auch sehr schön sind. Und die Heide sollte eigentlich jetzt angefangen haben zu blühen, ne? Die blüht schon sogar, also es ist besonders schön. Wir werden es nicht tun, in die Heide fahren, weil wir heute wieder ungefähr 34 Grad erwarten. Das heißt, in der Sonne wird es noch mehr. Und das können unsere Waubis nicht ab. Und ehrlich gesagt, ich auch nicht mehr. Du auch nicht, gut. Möchte ich nicht unbedingt. Ja, ich wollte euch dann noch mal so ein bisschen den Stellplatz zeigen. Wie gesagt, wir haben hier einmal den Parkplatz für die PKWs und hier ist eigentlich nur ein Parkplatz für Wohnmobile. Es ist nichts parzelliert. Strom gibt es hier ausreichend, es sind genügend Säulen vorhanden. Es hat sich jetzt hier ein bisschen gerichtet. Gestern war es ein bisschen voller. Rundherum Wald. Also wer hier mit Hunden hergeht, hat hier die ideale Möglichkeit, mit denen spazieren zu gehen. Allerdings sollte man die Hunde anleiten, weil hier ist Naturschutzgebiet und bekanntlich sollte im Naturschutzgebiet die Hunde angeleint sein. Ja, der Lobhausee, der ist hier etwa 450 Meter weg. Ist aber zu Fuß zu erreichen hier durch den Wald. Schön schattiger Weg. Wir gehen da nachher nochmal hin. Ja, man kann da Stand-up paddeln, Kanu fahren, Tretboot fahren. Gibt eine große Liegewiese, gibt einen Seekaffee. Ja, da wollen wir nachher mal hin, wenn es ein bisschen kühler geworden ist, weil im Augenblick mit unseren Waubis, das wird eine Katastrophe, weil unser Kleine spielt ja nicht lange mit. Ja, wie ihr seht, hier auch Wald, also rundherum Wald.
Und wenn man so ein bisschen hinhört, dann hört man die Kiddies aus dem Waldbad. Aber das ist so gering, das stört überhaupt nicht. Und nachts ist hier absolut ruhig. So, wir sind jetzt unterwegs in Richtung Lopausee. Wie man sieht, quer durch den Wald. Kann man gleich Spaziergang für die Hunde nutzen. Hier gibt es noch ein paar Brombeeren, die sind aber noch nicht reif. Und ganz schön mickrig. Ich glaube, das ist zu trocken hier. Wenn man hier so durch den Wald geht, dann denkt man auch, wir sind doch in der Lüneburger Heide. Wo ist denn jetzt die Heide? Ja, die ist noch ein bisschen weiter weg. Die kommt hinter Amlinghausen. Da kommt auf der linken Seite Truppenübungsplatz. Da hat man die Heide pur, weil da gibt es keine Bäume mehr. Und ansonsten auf der rechten Seite muss man dann so ein bisschen Richtung, wie heißt das, Salzhausen fahren. Da hinten ist dann so mehr Lüneburger Heidelandschaft. Entstanden ist die Heide ja eigentlich durch den Salzabbau, aber nicht durch Bergwerke, wie heutzutage bekanntestes Gorleben ja, heute Atommülllager, sondern durch das Sieden von Sohle, die hier aus Quellen kam. Und zwar im Mittelalter, dadurch ist ja auch Lüneburg sehr reich geworden. Das Problem ist, wenn man was sieden will, also Wasser verdampfen, ja, lass mal die Schlange in Ruhe da. Das ist eine Blindschleiche. Guck mal da. Eine Blindschleiche. Zack, 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 weg ist sie. So, dann komm. Ja, also, wie gesagt, wenn man Wasser sieden will, muss man Feuer haben. Und da man ja immer, der Mensch ja immer daraus ist, wenn das und Salz ja gut sich verkaufen ließ und man wollte ja immer reicher werden in Lüneburg, hat man mehr Siedereien aufgebaut und brauchte dafür Holz. Ja, man hat aber damals das Holz hier dann geschlagen, die Wälder abgeholzt, aber nicht wieder aufgeforstet, wie man das da heute meistens tut, und dadurch ist eben die Lüneburger Heide entstanden. So, wenn man da hinten guckt, da scheint der See schon durch. Also der ist vom Stellplatz 450 Meter weg.
teilweise Kinderbelustigungsholz. Mein Paul hat es wieder mächtig eilig. Jetzt sind wieder Betreten der Eisfläche verboten bei 30 Grad. Ja. Aber besser als wenn sie reinschreiben, Baden verboten. Ne? Tja, eigentlich war Eis geplant, jetzt ist es doch Elsässer Flammkuchen geworden. Na denn, guten Appetit. So, ich würde mal sagen, der Flammkuchen hat geschmeckt. Nichts mehr da außer ein paar Krümel. Jo, Leute. Also Siebstübchen kann man empfehlen. Die wird lecker. Flammkuchen. Eis war eigentlich geplant, ja, aber manchmal muss man auf was verzichten. Ne? Man muss halt Prioritäten setzen. Ja, so ungefähr. Ja, und jetzt geht's wieder nach Hause. Da wartet dann das Grillfleisch. Aber ich glaube, das wird heute wegen Nicht-Hungers im Kühlschrank landen. So, wir haben nochmal entsorgt und jetzt ging es in Richtung Heimat. Wollen wir mal schauen, ob ich euch noch mal ein bisschen was aus Amlinghausen zeigen kann. Ja, Amlinghausen ist halt auch bloß ein kleines Dorf. Hat ein paar Geschäfte, eine Kirche, Gastronomie, eine Eisdiele. Rechts abbiegen in die Lüneburger Straße. Und ein paar Supermärkte. Ich glaube Edeka, Aldi, Lidl nicht, aber Penny haben wir hier noch. So. Da kommt Der B209 folgen. ja. Kleine Spielhalle, Lottoladen. Hier auch nochmal Gastronomie. Da ein Bäcker, Volksbank. Ja, ein typisches größeres Heidedorf, würde ich sagen.